Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Nach der Pfingstpause bin ich wieder frisch dabei und es ist ja inzwischen Juni geworden, also Erdbeerzeit. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache gleich mit einem Erdbeerrezept weiter. Ihr braucht sicher viele Erdbeerrezepte jetzt in dieser Zeit. Einige von euch haben einen Garten, das weiß ich, und ernten schon fleißig. Und deswegen gibt es heute einen Blechkuchen, einen Erdbeerblechkuchen mit einer leckeren Joghurt-Quarkcreme und meinem Biskuit und einem Erdbeerspiegel. Also Erdbeere satt. Und ihr müsst das Rezept nicht mitschreiben. Wie immer findet ihr es hier unten unter dem Videotitel in der Beschreibung verlinkt. Meinen hellen Sugar Princess Biskuit, den backen wir uns für dieses Rezept vor. Das könnt ihr auch am Vortag schon erledigen. Und zwar auf einem Blech mit Backrahmen. Einfach ein Rezept meines Biskuits dort aufstreichen, 15 bis 20 Minuten backen und dann auskühlen lassen im Backrahmen. Gar nicht rausnehmen. Das Blech nur einfach auf ein Kuchengitter stellen, sodass von unten so ein bisschen Luft drankommen kann. Und wenn er ausgekühlt ist, dann können wir uns an die Creme machen. So, ich zeige das Biskuitbacken jetzt einfach nur gerade im Schnelldurchlauf. Das habt ihr ja alles in dem anderen Video. Das ist zwar alt, aber immer noch alles gültig, was ich darin sage. Also gerade einfach unsere Eiweiße, 6 Eiweiß steif schlagen und dann den Zucker hinzurieseln lassen. Und ihr seht, das reicht noch absolut nicht. Da muss man wirklich so 5 bis 10 Minuten die Masse schlagen. Hier zeigt der Biskuit jetzt umfallende Spitzen, so langsam umfallen und das ist genau richtig. Jetzt haben wir richtig schön Stand in der Masse. Ich habe jetzt so 5 Minuten mit dem Handrührgerät auf höchster Stufe geschlagen. Jetzt kommen einfach noch die Eigelb hinzu. Die rühren wir gerade nur unter. So nach und nach am besten. Einfach gerade auf niedrigster Stufe. Das reicht auch schon. Nicht zu lange jetzt hier rühren. Hier gebe ich jetzt auch immer noch etwas Vanille hinzu. Vanillepaste, so etwa 1 Teelöffel. Gerne auch noch etwas abgeriebene Zitrone. So etwa die Hälfte. Oder nach Belieben, also ihr könnt das auch weglassen, aber ich finde, zur Erdbeeren passt es jetzt ganz gut. Den Rest auch abreiben und auf einem Tellerchen trocknen, dann habt ihr immer abgeriebene Zitronenschale daheim. Gerade noch mit verrühren. Wunderschön. Jetzt kommt noch die Mehlmischung dazu, da nehme ich einfach Backpulver und Mehl und Stärke. Die Mengenangaben findet ihr bei mir auf dem Blog. Das Mehl jetzt in 2-3 Portionen unterheben. Gerne darüber sieben auch. Schauen, dass keine Mehlnester entstehen. Also immer so ein bisschen ruckeln, dass das Mehl sich gut verteilt. Und sollte die Masse so ein bisschen zu trocken wirken, da könnt ihr auch gerne noch etwas Milch hinzufügen oder auch einen passenden Likör. Oder was man auch machen kann, ist etwas abgekühlte und zerlassene Butter hinzufügen. So 2 Esslöffel, das tut es meistens ganz gut. Sanft unterheben, nicht rühren. Und jetzt ist die Masse so ein bisschen arg trocken, also ich werde noch 2 Esslöffel Milch hinzugeben. 1, 2. Ich verwende hier eine Hafermilch, deswegen ist sie so dunkel. Gerade noch mit runterheben. Dann wird die Masse etwas flüssiger. Dann können wir sie besser verstreichen gleich auf dem Backblech. Und sie bekommt noch einen feinen Milchgeschmack. Beziehungsweise ihr könnt hier auch zerlassene Butter verwenden. Dann wird es ein Wiener Boden. Der Biskuitboden ist ja immer ohne Fett und der Wiener Boden mit Fett, mit zerlassener Butter. So. Sehr schön. Ihr seht, es ist genau perfekt jetzt unsere Masse und jetzt können wir sie schon aufs Backblech geben und verstreichen und dann auch direkt backen. So, mein Backblech hat 28 x 37 cm momentan. Ich habe hier einen Backrahmen draufgestellt. Den Backrahmen bitte nicht fetten. Das ist genauso wie beim Biskuit in der Springform, damit der Biskuit einfach schön hochklettern kann. Und jetzt den Biskuit einfach hier raufgeben.
Sehr schön. Einfach gerade glatt streichen. So glatt natürlich, wie es geht, damit es schön gleichmäßig wird später. Wunderbar, schön glatt gestrichen. Und jetzt muss der Biskuit sofort gebacken werden, so etwa 15 bis maximal 20 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze oder 160 Grad Umluft. So, nach 15 Minuten Backzeit sieht der Biskuit bei mir so aus. Ich habe schon die Stäbchenprobe gemacht und das Stäbchen kommt ohne Krümel dran heraus. Perfekt. Und jetzt lasse ich den einfach hier auf dem Blech auskühlen. Ich habe ihn auf ein Kuchengitter gestellt. Das dauert so eine Stunde ungefähr. Also backt ihn euch einfach vor. Dann können wir anfangen, hier oben unsere Cremes drauf zu schichten. Für unsere leckere Erdbeer-Joghurt-Sahne-Creme habe ich mir hier 8 Blatt Gelatine zurechtgelegt. Da sind noch 4 rote Blätter dabei von der letzten Biskuitrolle. Die müssen nicht rot sein, können auch weiß sein. Ist vollkommen egal. Also wenn ihr keine rote bekommt, ist das nicht schlimm. Einweichen, wie immer mit kaltem Wasser. Ihr könnt selbstverständlich die Gelatine auch durch Agatine ersetzen. Dann auf die Packungsbeilage schauen. Agatine muss meistens 2 Minuten sprudelnd mit der Flüssigkeit kochen. Da braucht ihr am besten dann das Erdbeerpüree. Wir weichen uns die Gelatine ein, 5 Minuten, gerade beiseite stellen. Und für die Creme nehme ich jetzt erstmal 250 Gramm Quark. Ich nehme da immer 40%, aber ihr könnt auch natürlich Magerstufe oder 10%igen Quark verwenden. Hinzu kommen 250 Gramm Joghurt. Da nehme ich gerne griechischen Joghurt. Ich finde, der schmeckt irgendwie am besten. Also griechischer Art. Schmeckt sehr, sehr sahnig und einfach lecker. Hinzu kommt etwas Zucker. Und da können wir erstmal 100 Gramm nehmen. Und dann nachher gucken, das hängt so ein bisschen von den Erdbeeren wieder ab, wie viel Zucker man benötigt. Deswegen erstmal nicht zu viel nehmen. Dann geben wir noch den Saft der halben Zitrone, die habe ich ja jetzt inzwischen ganz abgerieben, hinzu. Wunderbar. Etwas Vanillepaste wieder, und zwar einen Teelöffel. Ich finde, Vanille gehört unbedingt zu Erdbeeren dazu. Das können wir jetzt alles miteinander erstmal verrühren. Sehr schön. Da braucht es gar nicht lang. Und dann habe ich hier 250 Gramm pürierte Erdbeeren. Da könnt ihr auch tiefgefrorene und aufgetaute nehmen oder eben auch frische. Ganz egal. Ein paar Stücke waren noch drin von meinen frischen Erdbeeren hier. Das macht nichts, denn wir geben eh noch so ein paar Erdbeeren zusätzlich stückig hinzu, damit es richtig schön aussieht. Das ist aber optional. Ihr könnt auch nur das Erdbeerpüree verwenden. Gerade noch mit verrühren, dass eine schöne rote Farbe entsteht. Fantastisch, sehr schön rosa. Und jetzt müssen wir nur noch unsere Gelatine ausdrücken und mit der Creme angleichen und dann die Sahne steif schlagen. Dann können wir die Creme auch schon fertigstellen. Die gequollene Gelatine jetzt schön zwischen den Händen ausdrücken. Das überschüssige Wasser brauchen wir nicht. Das kommt weg. Und ich gebe die Gelatine dann gerne in einfach ein kleines Töpfchen oder ein kleines Glas und erhitze sie in der Mikrowelle. Ganz kurz, sie darf nicht kochen. Ich bekomme manchmal Zuschriften, ja, mir ist alles weggeflossen. Gelatine darf nicht kochen. Wenn ihr sie gekocht habt, dann funktioniert es nachher nicht. Deswegen darauf achten, keineswegs zu heiß werden lassen. So, 15 Sekunden war sie jetzt bei mir drin und ihr seht, da ist alles aufgelöst und sie hat auch nicht gekocht, sondern ist einfach nur warm geworden. Da sie jetzt eben warm ist, können wir sie nicht einfach in die kalte Creme einrühren. Dann würde sofort alles klumpen. Deswegen müssen wir hier unsere Gelatine immer erst angleichen. Und das macht man, indem man einfach von der Creme so etwa 3 bis 6 Esslöffel jetzt hier in die Gelatine hineinrührt. Zwei schöne Farben, Wahnsinn, meine Lieblingsfarben. 3. Und dann guckt man mal so hier, ist es jetzt schon
gleich wie die Creme. Nein, ist es nicht. In vielen Rezepten steht 3 Esslöffel. Das reicht meistens überhaupt nicht. Deswegen gebe ich immer 6 dazu. Und dann sollte die Temperatur so halbwegs angeglichen sein, dass es nicht so ein extremer Unterschied ist einfach, damit da einfach nichts klumpt, wenn wir jetzt die angerührte Gelatine hier hineinrühren. Und dann kann man nochmal fühlen, ja, perfekt, da ist kaum noch Hitze drin. Das können wir jetzt hier reinrühren, am besten mit dem Schneebesen. Was für eine schöne Farbe, Wahnsinn. So, und das darf jetzt so ein paar Minuten angelieren, also einfach gerade so ein bisschen zur Seite stellen, während wir uns die Sahne steif schlagen. Und die wird dann nur noch hier untergehoben und dann haben wir unsere Erdbeercreme schon fertig. Wir heben da nur am Schluss auch noch ein paar schöne, frische, kleine Erdbeerstückchen unter. Das ist aber optional. Gerade beiseite stellen. 500 Milliliter Sahne habe ich jetzt hier in meinem gekühlten Sahnegefäß. Ich stelle mir die Sahne im Gefäß in den Kühlschrank. Gerade im Sommer lässt sie sich dann besser aufschlagen. Gerade einfach schön steif schlagen, das dauert einige Minuten. Und dann können wir die Sahne auch schon unter unsere angelierende Creme heben. So, wunderbar, unsere Sahne ist steif geschlagen und wir können sie unter unsere Creme heben. Sehr schön. Sie wird schon so ein bisschen dick hier, unsere Creme. Und die Sahne kann jetzt einfach darunter gehoben werden. Am besten so peu à peu in 2 Portionen oder 3. Schaut euch das mal an. Wunderschön. Und zuckern kann man nachher dann immer noch mal, sobald die Sahne untergehoben ist, dann einfach abschmecken. Denn die Gelatine nimmt oft noch etwas von der Süße hinweg. Und je nachdem, wie süß eure Erdbeeren sind, braucht ihr dann entweder noch Zucker oder ihr könnt es einfach so lassen. Eine wunderschöne Sahne. Gerade noch den Rest unterheben. Oh mein Gott, so schön. Das passt jetzt gerade rein in meine Schüssel, aber es soll ja auch für ein Blech reichen. Und selbstverständlich könnt ihr dieses Rezept auch halbieren und dann einfach einen 24er oder 26er Kuchen damit backen. Schauen, dass alles von unten auch mit hochgeholt wird, dass wir eine gleichmäßige Creme haben. Wunderbar, absolut lecker. Und jetzt, das ist aber absolut optional, können wir noch frische Erdbeeren unterheben. Ich habe jetzt noch so 150 Gramm ungefähr klein geschnitten, die kommen jetzt noch da drunter. Abschmecken werde ich aber noch, ob es süß genug ist. Also für mich absolut süß genug. Ich würde jetzt hier nicht noch mehr Zucker hinzufügen. Jetzt kommen noch die Erdbeeren hier drunter und dann können wir auch schon unseren Boden sozusagen füllen. Sehr schön. Gerade vorsichtig noch unterheben. Wunderschön. Unsere Creme ist fertig. Einfach traumhaft. Und jetzt können wir sie auf den abgekühlten Boden geben. Und dann muss sie erstmal natürlich kalt stehen. Und wir geben unsere Creme auf den Boden. Oh, wie lecker ist das bitte. Natürlich noch schön glatt streichen. So glatt wie möglich verstreichen, denn je glatter wir das hinkriegen, desto schöner sehen die Stücke nachher aus. Je gleichmäßiger, desto besser. Perfekt, glatt gestrichen, wunderschön. Und jetzt muss natürlich der Boden mit der Creme etwa 2 Stunden mindestens, besser 4, besser noch über Nacht in den Kühlschrank.
Und nach der Kühlzeit können wir dann erst den Erdbeerspiegel oben aufgeben. Denn wenn wir das jetzt gleich machen würden, würde sich das vermischen und es sähe nicht mehr so schön aus. Also deswegen müsst ihr diese Wartezeit leider in Kauf nehmen. Also 2 Stunden mindestens, besser 4, noch besser über Nacht. Nach der Kühlzeit ist mein Kuchen super schön fest geworden und wir können uns um den Spiegel kümmern. Dafür brauchen wir wieder 250 Gramm frische Erdbeeren, etwas Zitronensaft, ein bisschen Gelatine und dann kann es schon weitergehen. Die frischen Erdbeeren oder auch gerne aufgetaute nehmen, einfach gerade durchpürieren, dass ein schönes Püree entsteht, schön glatt. Gerne auch durch ein Sieb passieren, wenn ihr das wollt. Und dann brauchen wir nochmal 5 Blatt Gelatine, die gerade einweichen. Natürlich könnt ihr hier auch wieder die rote nehmen, wenn ihr sie noch habt. Ich habe jetzt meine ganz verbraucht. Gerade 5 Minuten beiseite stellen. Während die Gelatine einweicht, können wir hier schon unseren Püree in eine Schüssel geben. Und je nach Süße der Erdbeeren kommt jetzt etwas Zucker hinzu. Ich habe jetzt hier 50 Gramm abgewogen und gebe erstmal so 2 Esslöffel hinzu. Das ist Feinzucker und lasse mir den Rest noch und schmeckt dann zum Schluss, wenn die Gelatine drin ist, nochmal ab. Dann kommt noch etwas Zitronensaft von der anderen Hälfte der Zitrone hinzu. Und ich gebe noch etwas Vanille hinzu, wieder einen Teelöffel ungefähr. Ihr könnt hier gerne auch Tonkabohne verwenden. Das jetzt einfach schön miteinander vermischen. So, und jetzt haben wir wieder unsere Gelatine, die ist inzwischen schön weich. Gerade ausdrücken wieder zwischen den Händen, dass wir einfach die überschüssige Flüssigkeit loswerden. Geben das gerade hier in unser Glas oder Töpfchen. Die Gelatine darf auf keinen Fall kochen. Sie soll nur kurz erwärmt werden, dass sie sich auflöst. Das könnt ihr entweder auf dem Herd machen oder in der Mikrowelle. Dann wirklich ganz kurz, damit sie nicht kocht. Und das waren jetzt bei mir wenige Sekunden, 10 bis 15 Sekunden bei 600 Watt. Dann ist sie schon wirklich heiß. Also dann auf keinen Fall weiter, sonst kocht sie und dann wird euer Spiegel nämlich nichts. Jetzt wieder angleichen. Also wieder hier 3 bis 6 Esslöffel reinrühren. Nehmen wir mal 3. Da kann noch ein bisschen. Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, 6 Esslöffel tun es wirklich. 3, da ist meistens dann die Gelatine noch zu warm. Und dasselbe Prozedere wie vorhin. Wir rühren die angerührte Gelatine jetzt hier hinein. Sehr schön. Alles ist gut verrührt. Jetzt können wir nochmal abschmecken und prüfen, ist uns der Spiegel süß genug oder nicht. Ich finde den Spiegel so jetzt süß genug für mich. Das hängt aber wirklich von den verwendeten Erdbeeren ab. Das heißt, ihr müsst wirklich abschmecken. Und jetzt ist unser Spiegel ja auch schon kühl. Deswegen können wir ihn auch gleich auf die Creme gießen. Los geht's! Sieht schon mal wunderschön aus. Jetzt müssen wir gucken, dass wir alles schön verteilen. Jetzt kann man einfach so ein bisschen hier die Form hin und her bewegen. Ich lasse jetzt einfach so ein bisschen in die Ecken fließen, dass sich wirklich alles gleichmäßig verteilt. Perfekt, alles ist schön bedeckt von unserem Spiegel. Jetzt brauchen wir natürlich noch etwas Wartezeit. Also 1 Stunde müsst ihr jetzt leider noch warten, bis der Spiegel fest ist und dann können wir final dekorieren. Nach 40 Minuten war bei mir hier der Guss schon fest. Das sieht man ja immer so ein bisschen, wenn man so ruckelt daran. Sicher geht ihr natürlich, wenn ihr 1 Stunde wartet, aber es sollte jetzt wirklich eigentlich schon fest sein. Wir versuchen es mal rauszuschneiden. Und dabei sehen wir auch schon, ist es fest oder nicht. Denn wenn wir jetzt hier schneiden, dann sollte da nichts hängen bleiben, möglichst wenig. Perfekt. Jetzt können wir versuchen, vorsichtig unseren Rahmen zu lösen. So, und da kommt unsere Schnitte.
Und jetzt müssen wir sie natürlich noch einteilen. Ich mache das jetzt einfach mal Pi mal Daumen. Und ihr seht, das ist prima fest geworden. Und dann kann man jetzt überlegen, entweder gleich in der Mitte, dann wird es ein bisschen arg groß. Ich würde sagen, dritteln oder sogar vierteln kann man die Stückchen jetzt. Fehlt natürlich nur noch die Deko. Ich habe 250 Gramm Sahne steif geschlagen mit etwas Zucker, einfach nach Belieben, und etwas Vanille. Ich finde, das passt hier jetzt gut. Die Tülle 1M vorne dran, wie immer. Fangen wir mal hier an, so leicht diagonal. So, ihr seht, nichts mehr übrig, fast nichts mehr. Und die letzten beiden. Und unsere Erdbeerschnitte ist fertig. Wahnsinnig schön. Wunderschöne Farben. Sehr, sehr schön sieht's aus. Sehr appetitlich. Und ich freue mich jetzt aufs Probieren. Unser Kaffeetisch ist gedeckt. Und ein bisschen Kaffee darf auch sein zu diesem wunderbaren Kuchen. Und dann können wir unser Stückchen probieren. Ja, wollen wir mal reinbeißen in die leckere Erdbeerschnitte. Da seht ihr die verschiedenen Schichten. Sehr, sehr erdbeerig. Fluffiger Biskuit, super leckere, fruchtige Erdbeercreme und auch der Spiegel oben auf tut sein Übriges. Einfach, das Auge isst ja immer mit. Sehr, sehr fruchtig, sehr, sehr lecker. Mir läuft hier noch das Wasser im Mund zusammen. Ich freue mich gleich, das Stückchen zu Ende essen zu dürfen. Unbedingt nachbacken, er schmeckt einfach traumhaft lecker. Das war mein Erdbeerkuchen mit Quark, Sahne, Erdbeercreme. Ein wirklich tolles Rezept für den Sommer. Ich hoffe, ihr probiert es einmal aus und dann schickt mir gerne eure Fotos auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch den Link zum Rezept, zum Nachlesen und zum Ausdrucken. Bitte vergesst nicht, das Video zu liken, einen netten Kommentar, gerne mit Tortenwunsch zu hinterlassen. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachbacken. Bis nächste Woche 10 Uhr am Sonntag. Macht's gut. Tschüss!